So, die Tasche ist soweit fertig. Die habe ich auch mit dem Bügeleisen gebügelt und die hat jetzt auch richtigen Form eingenommen. Ich möchte aber noch für meine Tasche Innenfutterung nähen. Ich bin keine Näherin. Ich habe alles von meiner Oma und von meiner Mama gelernt. Und wenn ihr besser nähen könnt als ich, dann könnt ihr natürlich so machen, wie es richtig hält. Und ich wollte nur zeigen, wie ich es Innenfutterung für Tasche nähe. So, ich habe ja schon fertig Boden ausgeschnitten. Wie ich das gemacht habe, ich habe Stoff auf den Tisch gelegt, dann habe ich die Tasche oben drauf gestellt und ich habe keine Kreide und ich habe festgestellt, dass man mit dem Bleistift, mit ganz normalem Bleistift, was man zu Hause hat, auf so einem Stoff zeichnen kann. Ich habe das mit dem Bleistift drumherum gemalt. Tasche weg, rausgeschnitten, Tasche hingelegt, habe geguckt, passt genau hin. Ich habe auch keine Zunahme gemacht für das Naht, weil ich alles von außen gemessen habe und nicht von innen. Dann habe ich so die Tasche hingelegt, Stoff draufgelegt, geguckt von unten, nicht von oben, weil oben ist die Tasche breiter ist als unten. Ich habe von unten die Mitte gefunden, von beiden Seiten und dann in so einen langen Streifen den Stoff rausgeschnitten. Mit Stecknadeln habe ich hier befestigt. Dann in die Tasche reingepackt, um zu gucken, dass das nicht zu klein ist und auch nicht zu groß ist. So, es kann ein bisschen ruhig breiter sein als zu klein. So, passt wunderbar. Und ich werde das jetzt noch mal mit der Nähmaschine auf eine Seite nähen mit ganz einfachen Naht. Dann stelle ich die Nähmaschine auf Zickzack und mache Zickzack an der Seite, dass das hier nicht mehr rauskommt. So, wenn ihr Overlock-Maschine habt, dann könnt ihr natürlich das machen. Ich habe ganz einfache und wenn ich damit fertig bin, zeige ich, wie ich beide Teile miteinander verbinde. So, der Naht ist jetzt fertig, sieht so aus von einer Seite und von der anderen Seite. Der nächste Punkt ist, ich muss jetzt, dieses Teil liegt in der Hälfte sozusagen und da mache ich jetzt eine Stecknadel rein. Dann mache ich das Teil so auf. Die Stecknadel und das Naht mache ich auch zusammen. Und von der Seite stecke ich auch eine Stecknadel hin. Und von der anderen Seite, jetzt habe ich eine schwarze, egal, dann nehmen wir die weiße. Und von der anderen Seite genauso. So sieht es aus. Jetzt nehmen wir unser Boden. Den lege ich jetzt einmal so zusammen und mache eine Stecknadel von der Seite, also in der Mitte.
und von der anderen Seite. Dann lege ich die beiden Seiten so hin oder lege ich diesen Boden so zusammen um die Mitte auf der Seite rauszufinden, und stecke da auch die Stecknadel von einer Seite und von der anderen Seite. Und jetzt werden die beiden Seiten miteinander verbunden. Also das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite. Die Vorderseite kommt nach oben. Dieser Naht, der wird bei mir an der Seite von der Tasche sein. So, dann lege ich die längere Seite da, wo das Naht ist, und verbinde so beide Teile miteinander. Dann mache ich auf der anderen Seite genauso. Und hier an der Seite wird es das Gleiche gemacht. Verbunden und noch die letzte Seite hier auch. So, ich mache hier noch ein paar Stecknadeln rein. Noch einmal da und auf der anderen Seite genauso. Und hier auch. So, meine beiden Seiten, also der Boden und das obere Teil, passen miteinander richtig gut. Falls ihr 2 oder 3 cm mehr habt, ihr müsst ja dann nicht abschneiden. Ihr nehmt einfach nur an den Ecken, wenn es zu viel ist, zum Beispiel, ne? Zeige ich gleich. So, wenn es zu viel ist, dann macht ihr hier so zusammenlegen, an eine Seite ein bisschen, steckt zusammen, von der anderen Seite, dass an alle 4 Ecken sozusagen alles gleich aussieht. Und so könnt ihr nähen. Müsst ihr nicht unbedingt abschneiden, sowas kann man auch machen. So. Ich mache jetzt ganz normale Naht und Zickzack und sehen wir uns gleich wieder. Das ist jetzt auch erledigt, also Naht und Zickzack. Und wie ich vorhin gesagt habe, hier habe ich ein bisschen zusammengelegt. Da war alles okay. Und hier war das auch noch. So, dann ist es jetzt Teil fertig. Sieht so aus. Jetzt können wir so das Teil in die Tasche reinpacken.
Das, was mir rausguckt oder zu viel rausguckt, drehe ich einfach so nach innen und mache gleichzeitig dann anpassen und gucken, dass das auch da unten am Boden ist. Sieht man jetzt nicht so jetzt, aber so. Diese Innenfutterung können wir nicht hier oben annähen, weil hier ist ja die Stufe, wo die Henkel sind, ne? Deswegen machen wir weiter nach unten. Ich mache immer so ungefähr eine Reihe runtergehen. Und von da an gucke ich, ob es bis zu den Boden der Tasche reicht. Wenn nicht, dann kann ich diesen Stoff, was ich zusammengerollt habe, hochziehen. Wieder gucken. Leider ist es jetzt alles dunkel, sieht man ja nicht so gut. So ungefähr, dass das an beiden Seiten gleich ist. Und ich mache Markierung mit der Stecknadel. So an 2, 3 Stellen. So sieht es aus. Dann lege ich das einmal so am Boden hin. Dass einigermaßen gerade alles ist. Und guck hier auch oben, dass das auch gut passt. So, dann ich nehme dann Bügeleisen. Ich bügle das, dass hier so eine scharfe Kante entsteht. Dann stecke ich diesen Innenfutterrock in die Tasche wieder rein, um zu gucken, dass das alles in die Tasche reinpasst, dass das nicht zu lang ist oder nicht zu kurz ist. Wenn es richtig super passt, schneide ich ungefähr von der Kante oder lasse ich ungefähr 3 bis 4 Zentimeter. Und ich lege dann nach innen drehen und nochmal nach innen drehen. Und hier oben an der Kante mache ich ein Naht. So, also das, was zu viel ist, schneide ich natürlich ab. Also ich mache einmal nach unten und dann nochmal nach unten und dann an den Naht mache ich ein, oder hier an der Kante mache ich ein Naht. Ja, ich habe jetzt, was zu viel war, abgeschnitten, zusammengelegt und mal genäht. Dann habe ich auch die Tasche genommen, probiert, ob es überhaupt alles reinpasst. Passt wunderbar. Und ich wollte das nicht einfach so lassen. Ich wollte noch die Innentasche nähen. Also einen habe ich schon fertig gemacht. Sieht so aus. Und die Größe könnt ihr natürlich auch selber entscheiden. Wie ich so eine Tasche gemacht habe, zeige ich euch. Und zwar so. Ich habe so ein Teil von dem Stoff ausgeschnitten. Ich habe auf Bügeleisen, auf Bügeltisch hingelegt. Und erstmal
zusammen, also halbiert, also nicht halbiert, zusammengelegt und hier oben gebügelt. Dann habe ich es wieder aufgemacht. Wenn ihr seht könnt, habe ich die Seiten nach innen gelegt, gebügelt, dann wieder zugemacht, um zu gucken, dass hier alles gerade ist und hier oben nichts verrutscht ist. Auf der Seite habe ich genauso gemacht. Und als die Seiten fertig waren, habe ich angefangen unten. Erstmal habe ich eine Seite gelegt, dass das gerade ist. Erstmal so. Und wenn man nachher die Taschen annäht, die Ecken teilweise rausgucken. Deswegen drücke ich die Ecken so nach innen, lege die zusammen und wieder mal bügeln. Und von der anderen Seite genauso. Dann habe ich es so zusammengelegt und die andere Seite auch so gemacht. Und dann, als das alles fertig war, habe ich, hier ist dann die Seite so hingelegt, dass es die Mitte ist. So, dann habe ich die Tasche so raufgepackt, dass das auch gerade ist von oben, und mit Stecknadeln habe ich dann befestigt und dann mit Nähmaschine einfach so genäht, ne? Also an allen Seiten mit den Stecknadeln befestigt und mit Nähmaschine genäht. So, das mache ich auch noch. Und wenn das alles fertig ist, mache ich das wieder nach innen drehen. Nehme meine Tasche. Stecke das alles in die Tasche rein. Da ist mein Naht und da ist die Seite von der Tasche. Nehme die Stecknadel und stecke da rein und zu befestigen. Dann auf der anderen Seite mache ich es genauso. So. Und hier, wie ich schon gesagt habe, ich gehe diese Reihe runter. Und da mache ich auch eine Stecknadel rein. Von der anderen Seite. Und auch da. Dann die Tasche drehen und von der anderen Seite genauso. Und noch die Seite. Wenn es viel zu breit das Teil ist, könnt ihr jetzt einmal reinschauen, so wie es so aussieht. Wenn das Teil zu breit ist, dann macht ihr so, dass hier wir werden das Teil auch Innenfutterung per Hand an die Tasche annähen. Das heißt, ich mache die Tasche so ein bisschen nach außen und zu dehnen und nähe dann auf. Und wenn es doch ein bisschen zu
breit das Innenfutterung ist, macht dann an den Seiten, so wie hier zum Beispiel ist auch ein bisschen breit, so zusammenlegen und annähen, weil die Seiten sieht man nicht so, ne? Wenn man ja hier vorne die Tasche aufmacht. So, wie ich das noch annähe, werde ich euch zeigen. Erstmal muss ich noch die Innentasche annähen. Die beiden Taschen sind angenäht. Innenfutterung habe ich an der Tasche befestigt und jetzt fange ich die Innenfutterung an der Tasche anzunähen. Und das mache ich alles per Hand, nicht mit Nähmaschine, mit ganz einfachen Nadel und Faden. Faden ist schwarz, was ich noch bei mir zu Hause gefunden habe. Habe gemacht ganz einfachen Knoten und ich zeige, wie das alles per Hand angenäht wird. So, ich werde jetzt einmal die Nadel reinstecken, ganz wenig. Also ihr müsst ja nicht viel nehmen, ganz wenig, reicht vollkommen aus. Und rausziehen. Dann kommt die Stecknadel weg und ich nehme dann von oben achtet darauf, dass ihr nicht auf die Seite kommt, ne? Lieber von der Rückseite hier auch ein Stückchen holen und befestigen. Dann wieder von der Tasche und von der Innenfutterung nehmen. Zusammenziehen und wieder die Tasche und von der Innenstoff. Und alles festziehen, aber nicht so fest, dass der Faden reißt. Und so macht ihr dann Schritt für Schritt, also Schritt für Schritt rumherum bis zum Schluss. Hier nochmal alles befestigen und ja, dann ist die Tasche fertig. Zeige ich nochmal. Also an der Tasche und dann von Innenfutterstoff greifen.
zusammenziehen. Und wie ich schon gesagt habe, macht ihr einmal rumherum, dass das alles befestigt ist. Innenfutter ist jetzt angenäht, sieht so aus. Und die Tasche ist jetzt auch komplett fertig. Die Tasche werde ich noch einmal bügeln und zum letzten Mal in Form zu bringen. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln.